Cobra 3 ist ja wirklich in dem Fall von hinten betrachtet für mich interessanter fast als von vorne. Schauen wir uns den mal an. Tja, und zwar hat mich interessiert, wird der hier überhaupt ausgeliefert? Und das Bett ist irgendwo plan im Vergleich zu der Düse. Wie testen wir das am besten? Hier sehen wir die Düse. Drehen wir hier mal im ausgeschalteten Zustand tatsächlich mal runter. So, weil ich will natürlich mit der Düse jetzt irgendwie nicht hier auf dem Bett rumkratzen. Auf der PEE-Platte. So, deswegen fahren wir hier mal mit der Düse vorsichtig runter, per Hand, bis das aufliegt. So, ja. Dann kann man das, so wie wir das früher gemacht haben, mit dem Z-Offset, mit der Einstellung, ja, kann man das mit dem Blatt Papier hier ausprobieren. Und dann lässt sich der Wagen hier mal sachte von der Hand rüberschieben und muss natürlich jetzt alles irgendwie mit einer Hand hier erfolgen. So, und dann können wir das auf der Seite auch mal testen. Wenn unterdessen das Blatt fest ist, dann wissen wir, da geht das Bett hoch, nicht mit Gewalt wegziehen. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, das war auf der Seite, ich konnte den Wagen rüberschieben und auf der Seite hatte ich optisch gesehen ungefähr 1 Millimeter Luft zur Düse, Bettabstand. Das war natürlich gewaltig, wenn ich hier zu hoch bin, weil das muss natürlich dann Bettnivellierung alles ausgleichen. Hat es ja aber super gemacht, obwohl da 1 Millimeter Unterschied war von rechts nach links. Gut, wie können wir das ausgleichen? Denkt man sich, ist ja gar kein Problem. Hier hast du die angetriebene Gewindespindel, die geht nach oben, wird über den Zahnriemen kopiert und landet auf der Seite wieder. Gut, dann hast du ja mitgeliefert hier ein paar kleine Imbusschlüssel und den nimmt man sich einfach. So, was mir hier gefallen hat zum Beispiel, wenn wir hier mal ein bisschen dichter rangehen, wir sehen das auf der Gewindespindel, sauber abgedreht, abgesetzt und dann auch 90 Grad versetzt geschraubt. Ja, okay, so macht man das, sodass man den hier also auf der Seite oder auf der anderen Seite einfach mal lösen kann. Dann hält man den mit der einen Hand fest und die eine Spindel dreht man dann also hier ein bisschen entsprechend runter, sodass man das hier auf Betthöhe ausgerichtet kriegt. Okay, damit verfährt sich natürlich hier diese Quertraverse jetzt, die verschiebt man, das ist natürlich klar. Kann das überhaupt funktionieren? Gucken wir uns den Rest der Mechanik an. Klassisches Design, so, wir haben hier oben eine Rolle, die ist ohne Exzenter, die ist nicht verstellbar. Hier unten eine Rolle, die ist ohne Exzenter, die ist nicht verstellbar. Und auf der Seite haben wir eine Anpressrolle, die ist mit einem Exzenter verstellbar. Die kann man also in der Richtung anpressen. Dann entsteht hier natürlich ein Dreieck, ist klar. Und dieses Dreieck wackelt jetzt auch nicht. Sobald der angepresst ist, definieren die beiden jetzt natürlich, wie die laufen. So, nun kann man sich vorstellen, wenn man das jetzt hier, wenn man jetzt die Quertraverse hier in der Höhe nivelliert und die per Hand jetzt hier verstellt, was passiert dann? Dann kommt ja hier Spannung rauf, ist ja völlig klar, weil die lassen sich ja nicht so ohne weiteres hier in einem anderen Winkel platzieren. Die sind hier definiert. Deswegen aber hier Schräubchen und wir sehen auch schon, da ist ein Langloch drin und auf der Seite auch nochmal ein Schräubchen, auch mit einem Loch drin. Und die genauso auf der Seite hier, die möchte man dann also bitte lösen. Wenn man hier allzu viel Winkel gerade ausgleichen möchte, muss man die natürlich vorher lösen. Die eine ein bisschen anziehen, die andere ein bisschen lockerer lassen, dass das nicht alles so umherwappelt. Den ganzen Test wiederholen und erst wenn der ausgeglichen ist, dann zieht man die wieder an. Und dann stimmt das hier auch mit den Rollen, mit der richtigen Winkligkeit. Okay, so, Thema Nummer 1 kann man machen. Gucken wir uns was hier unten an. Also hier sind ja die schönen massiven, stranggepressten Alu-Profile. Die sind hier massiv von unten verschraubt. Das hat auch eigentlich eine sehr, sehr passable, schöne Eigenstabilität. Aber jetzt kommt noch ein Kritikpunkt, das verstehe ich einfach nicht, wie man sowas konstruieren kann. Gucken wir uns hier oben mal den Riemen an. So, der sitzt hier einfach, also der sitzt hier auf dem Riemenrad, geht hier rüber, sitzt hier auf dem Riemenrad. Und jetzt fällt uns auf, wie spannen wir denn den Riemen da oben?
Ja, da ist nichts zu spannen. Die einzige Spannung, die man herstellen kann, indem man hier oben Schräubchen löst, die wir hier oben drauf haben. Und dann können wir die ganze Gewindestange samt Halterung hier ein bisschen nach außen verschieben und hier Spannung auf den Riemen bringen. Wenn wir das nach außen verschieben, dann fragt man sich natürlich, wo verschiebt man das dann hin? Wie ist denn das hier festgemacht an der Rahmenkonstruktion? Naja, so, das gucken wir uns jetzt hier nochmal an, so, indem wir einfach mal schon mal vorgelöst. So, und dann nehmen wir hier mal mit einer Hand den Deckel ab. Aha, und was sehen wir da? So, hier oben drin erstmal, na klar, da ist ein kleines geschirmtes Kugellager drin. Ist auch Standard. So, die sitzt hier drin. Tja, und wie ist das hier miteinander befestigt? Können wir uns von der Seite angucken. Also, der liegt hier nur drauf. Der liegt hier absolut nur drauf. Und das, was wir hier an Spiel in den Bohrungen haben, hier oben, das ist das, was wir hier reinschieben können oder auch nicht. So, und das Ganze jetzt noch abgestimmt hier mit den beiden Schräubchen, die reinkommen und die hier oben mit dem Lager die Gewindespindel halten. Und eins ist ja klar, den müssen wir hier oben also ja so fest bekommen, dass der Riemen hier oben wirklich straff ist. Also wenn der nicht straff ist, dann funktioniert die Übertragung ja überhaupt ja nicht vernünftig. So, und das bringt uns zu der Frage, wenn wir den hier also rein und rausschieben müssen, samt der Kappe und der ganzen Konstruktion hier, dann ändert sich natürlich hier zwischen auch der Abstand. Und das darf ja nun gar nicht sein, weil wir haben hier unten einen definierten Abstand und der ist ja auch schön spielfrei von uns jetzt gerade eingestellt worden, dieser Abstand hier. Wenn wir den jetzt hochfahren und da haben wir jetzt irgendwie einen halben Millimeter einen abweichenden Abstand zwischen den beiden Säulen in dem Portal, dann kann das ja wohl auch nicht mehr funktionieren. So, jetzt könnte man natürlich per Hand hier den irgendwie hier unten erstmal einstellen, dann Schluss dann nochmal hochdrehen, oben nochmal lösen und sehen, ob man das hier irgendwie hingedrückt bekommt, dass der Abstand passt und dass dann gleichzeitig auch noch die Riemenspannung passt. Ja. Also wenn ich den Drucker behalten würde, würde ich auf jeden Fall den Abstand hier sauber einstellen bis oben, erstmal ungeachtet des Riemens und mir dann, um den Riemen zu spannen, würde ich mir hier einen Riemenspanner nochmal separat zwischenbauen. Komische Konstruktion, naja. Hier mal mit dem Zahnstocher daneben gestellt, gedruckt, gesliced im Orca Slicer hier und mit einer variablen Schichthöhe, deswegen ist hier so ein leichter Farbunterschied zu sehen, aber wenn man sich das anguckt, hier selbst diese Bartspitzen, wie sauber die ausgedruckt wurden, also ich kann da nicht meckern. Jetzt ist das so ein bisschen mattes PLA hier gewesen, das verzeiht natürlich recht viel. Wie gesagt, die Unterschiede, die man sieht, das sind die verschiedenen Schichthöhen. Aber ich bin mit dem Ergebnis hier noch sehr zufrieden. Gucken wir uns hier nochmal einen Cube an. Recht ordentlich.
verschiedene Geschwindigkeiten, begonnen von 80 mm pro Sekunde in 25 mm Aufwärtsschritten bis 200 mm pro Sekunde. Wandlinie. Naja, das war jetzt ein kleiner Exkurs hier zum Cobra 3 und meine ersten Eindrücke.